Willkommen zum Skype Showdown am Football-Video-Blog auf GRHeute, wie jede Woche mit dem Coach, unserem Experten Robin Haas. Und Coach, deine Festung ist gefallen, deine Prognose das erste Mal nur noch 9-1. Okay. In der Schweiz immer noch 9-0. I don't care about European Cup. Switzerland, auch schon. 9-0. Da bin ich, wo lacht, siehst. Genau. Ich habe mich ziemlich böse vertippt bei Broncos gegen Polen, also gegen Wroclaw. Ja, das ist ja so, das gebe ich auch so. Und ich bin sehr froh, dass ich mich dort vertippt, weil ich habe das Spiel geschaut und es ist lässig zum Zuschauen, wirklich. Wir werden nicht ausführlich über das reden. Aber in der Schweiz bin ich immer noch 9-0, da bin ich eigentlich sehr stolz auf den 9-0-Record. Aber es ist 9-1, fest ist gefallen, okay, der MFF Cup hat mir das Neck gebrochen, dass ich jetzt die Pizzas verloren habe gegen die, aber hast schon mal Glück gehabt. Gut, also wir tun es auf jeden Fall in Klammern. Der Schweizer Rekord bist immer noch undefeated, das will ja auch etwas heißen. Aber starten wir doch gerade mit dem Europacup-Spiel von der Broncos. Ja, sie sind dort hin, es war sehr kalt gewesen, wie bei uns am Wochenende, Wüstwetter, Regen. Eigentlich ein super Stadion, oder? Oder wie hast du gesehen im Livestream? Also das ist wirklich ein lässiges Stadion. Ich habe das auch schon vorne gesehen, ich habe auch schon den Polish Bowl dort drin, wie es auch immer den nennen. Ein bisschen wenig Leute, aber ist klar, es ist der Kälte und allem, aber lässig, mit dem richtigen Footballfeld, mit allem drum und dran. Ich glaube, Turf sogar dort drin, also heisst das, die spielen nicht mehr dort, so wie ich es gesehen habe, ich bin nicht ganz sicher. Sie sind nur mit 31 Leuten abgegangen, Hut ab vor dem, oder vielleicht 32, und haben wirklich Lights Out gespielt. Und wo mal der Quarterback dann verletzt worden ist, ich sage es einfach Panthers, ist das Spiel aus gewesen. Und sie haben wirklich super gespielt. Sie haben die Offense hat gut gespielt, die Defense hat dominiert. Der Rex Meyer, aber da muss man nicht einzelne ausklammern, es haben wirklich alle super gespielt. Und in einem Stadion ist das beflügelt natürlich auch, das ist man nicht gewöhnt in der Schweiz. In der Schweiz spielt man da in mehr oder weniger kleinen Stadion, also ja, in kleinen Stadion, das ist das Olympiastadion, da passen 50'000 Leute in. Das ist schon, wenn wir im Joggeli spielen würden oder im Stade Suisse, Stade Genève. Also ja, das ist natürlich schon eine einmalige Sache. Du hast gesagt, eben der QB Funna hat sich im zweiten Drive verletzt und dort hat es ja noch so ein bisschen ausgesehen, als ob es recht Drive hätten in Polen. Das hat ihnen wirklich extrem geschadet natürlich. Das ist wie in der Schweiz, oder? Man kann es sich fast nicht erlauben, oder? Der eigene QB, dass der ausfällt. Es ist eigentlich traurig, weil wir haben Talent, aber sobald sie auf die Jungen raufkommen, fördert man sie nicht mehr. Dazu müssen wir jetzt nicht darüber diskutieren, weil jeder Nationalclub, sobald der Quarterback out ist, ihr Import, ist einfach nur noch, sagen wir mal, die Hälfte wert in der Offense. Das ist jetzt einfach so. Und man geht seit Jahren mit dem. Bern hat probiert mit dem Marcel Niklas 2 Jahre gehen. Ist auch nicht eine schlechte Idee gewesen. Broncos sind einmal mit dem D.A. Baumann gegangen, sehr erfolgreich gewesen, bis zum Swiss Bowl. Wenn man kein Backup-Quarterbacks aufbaut, dann können wir dann sowieso noch zurück zum Backup wegen Broncos. Aber es ist ja so, wenn er ausfällt, auch bei uns, wenn der Ball Coleman ausfällt, wir haben zwar noch zwei andere Licht in der Messung und so, aber das ist natürlich dann anders. Und das ist aber in den anderen europäischen Ligen auch so. Und da muss man in der Zukunft schon ein bisschen etwas aufbauen. Ich meine, sobald der Starting Quarterback out ist eigentlich mehr oder weniger fertig. Wir haben es gesehen mit den Broncos vor 2 Jahren. Wir hatten einen Schweizer gehabt, der hat zwar im Halbfinale gewonnen und ist dann in Swiss Bowl in Chur gekommen, hat dort auch gespielt, also mit einem Schweizer Quarterback, mit einem Ex-Junior von mir. Aber das sind Ausnahmen. Wir haben halt viele Handoffs gemacht zu Dingen, so. Aber wenn er ausfällt, ist es so. Und das ist bei den Panthers genau auch so gewesen. Man hat es gesehen, er ist ausgefallen und nachher ist ein anderer reingekommen und der hat nicht viel, sie sind viel gelaufen. Dann hat der Coach, der Defense Coordinator, einer mehr noch rein da vorne, dass er nicht cover muss und so. Hat er dann auch Interceptions gegeben. Mara hat ab 2 gefangen und Flav hat ein paar Deflections gehabt, der Alex auch. Ja, dann, der Coach weiss sofort, okay, ihr Army Quarterback ist weg, jetzt müssen wir die Strategie wechseln. Jetzt können wir nicht mehr die präzisen Pässe oder was auch immer, jetzt werden es versucht, der Lauf. Man hat es vor 5 Jahren gesehen, wo Calanda Broncos bis Schweizer Raiders gespielt hat. Dann der Kyle Callahan sich das Ding gebrochen hat, das ist der Quarterback für die Raiders. Ja. Und nachher ist ein 18- oder 19-jähriger Quarterback reingekommen für die Raiders. Ja. Was hat man gemacht? Man hat alles nur noch geführt und es ist fertig gewesen. Und ja, aber man darf die Leistung nicht schneller. Also die sind dort runtergefahren und das ist ein weiter Weg, eben ein grosses Stadion. Und haben wirklich, also die haben so habe ich sie schon lange nicht mehr gesehen. Und wenn sie in der Schweiz so spielen und mit diesen Leuten, dann kommt noch der Amates zurück, plus der Sündi kommt irgendwann noch zurück.
werden wahrscheinlich dann meine Prognose mit Genf wechseln und gehen zu Broncos, wenn sie so mit den Leuten spielen, wie sie im nächsten Samstag haben. Ich weiß zwar nicht, ob ein paar Spieler nur für den Eurobowl da sind, aber die haben bis jetzt auch alle in der Schweiz gespielt. Also wo ich jetzt gesehen habe, wirklich jeder. Und sie sind, wie gesagt, nur 32. Von daher. Ja, ja, einer, den ich noch ein bisschen speziell möchte, wäre Connor Manning, der Quarterback für die Broncos. Wahnsinnig gut gemanagtes Spiel, vor allem im zweiten Quarter. Und was man zuerst mal gesehen hat, die Saison, der Mann kann auch laufen. Nicht viel, aber wenn er gelaufen ist, dann hat er die Yards gemacht. Jawohl, ich meine, man will ihn nicht verletzen. Darum, ich glaube nicht, dass wenn man schaut, jetzt mit dem Quarterback, wo es die letzten 2 Jahre hatten, Clark Evans. Ja. Clark Evans, dem hat man Designed Runs gegeben. Der war ein bisschen robuster und ein bisschen härter und hätte lange Pässe können schmeißen. Man weiß, ich bin nicht der größte Fan von ihm, aber ja, er war super Läufer gewesen. Jetzt hat man einen Passer, einen, der managt das Ganze noch dort. Und da wird der Coach sagen, den wollen wir nicht verletzt haben. Oder verletzt will man ja nie haben, aber den tun wir jetzt nicht extra laufen lassen. Wo er gegangen ist, das sind nicht Designed Plays gewesen, dann hätten wir sogar scramblen, weil Druck gekommen ist. Nehme ich jetzt mal an, vielleicht 1-2 Mal ist Design gewesen, aber ich glaube nicht, dass der Coach Baffmann, der hat bei ihm ein Highschool-Spiel und alles, dass er den will umrennen lassen. Der weiß nicht, der Coach Baffmann kennt die Qualität von Connor. Und es kommt immer jede Woche besser. Wie gesagt, der Connor braucht Zeit und wenn das wird nur noch besser sogar. Also, aber er kann laufen, also wie mit dem Bern, unserem und Luzern, alle Quarterbacks sind Läufer, aber der Connor wird wahrscheinlich am wenigsten laufen von anderen Quarterbacks in der Liga, in der Nation. Okay, schauen wir uns doch gerade mal ein paar Szenen von dem Spiel an. Genau. Die Wroclaw Panthers sind sehr stark in das Spiel gestartet, haben die Broncos gerade im ersten Drive vom Feld geschickt und bei ihrer ersten Angriffsserie einen Haufen Umgewinn geholt. Ihr Import-QB, der Ami Chris Forcier, verletzt sich aber im ersten Drive. Wroclaw muss sich mit dem Field Goal wieder gehen zu 3-0. Broncos reagieren aber stark. Kurz darauf aber ein 70-Yard-Touchdown-Run von Melvin Sassi. Das haben wir diese Saison auch schon gesehen. Er zeigt das in Speed gegen Polen. Und Broncos gehen in Führung mit 7-3. Mit ihrem polnischen Ersatzquarterback haben die Panthers nicht mehr viel ausrichten. Die Broncos Defense war gut eingestellt. Stoppt da der Run-Angriff der Panthers für einen grossen Raumverlust und haben auch später im Verlauf des Spiels kaum mehr etwas zugelassen und der gegnerische Quarterback ständig unter Druck gesetzt. Die Offense ihrerseits ist mit dem Laufspiel immer besser ins Spiel gekommen. Da der Connor Manning über 25 Jahre läuft er ein neues First Down. Besonders die Offense Line beeindruckend, wie sie da immer wieder Löcher geöffnet hat. Da wieder die Broncos bis in die Red Zone von den Panthers. Und kurz darauf aber dann der zweite Touchdown von Connor Manning, der mal einen Pass auf den Severin Murk schön zwischen die beiden Zonen rein. Im nächsten Drive bereits Vorentscheidung, ein Free Play, ein Fade da auf den Lukas Lütscher. Und wenige Sekunden vor der Pause. 27-3, Quarterback Sneak von Connor Manning und beeindruckend, wie da die ganze Offense Line in der Endzone liegt. Wroclaw kommt in der zweiten Halbzeit nochmal in die Red Zone von der Broncos, aber eine Interception vom Marco Rexmarer verhindert da jegliche Aufholversuche für die Polen. Und das ist es dann schon fast gewesen. Die Broncos haben zwar im Angriff nicht mehr sehr viel gemacht, setzen auf das Laufspiel, konsumieren Zeit und haben die Sache jederzeit im Griff. Kurz vor Schluss dann der letzte Angriffsversuch von den Panthers. Auch der endet in einer Interception. Der Marco Marer, er später als MVP vom Spiel auszeichnet mit seinem zweiten Pick vom Spiel zum 27-3 Schlussstand für die Broncos. Du hast gesagt, beeindruckender Auftritt für die Broncos. Ja, und eben, jetzt haben wir auch den Lauf gesehen von Connor und der Unterschied zwischen Connor und den anderen Quarterbacks in der Schweiz. Er slidet. Das ist auch, was ich meinen Quarterbacks beibringe, warum ein Linebacker annehmen und so. Die anderen Quarterbacks in der Schweiz machen das und früher oder später werden es leider dann irgendwo Schmerz haben. Das ist sehr Heads-up-Play, schön gelaufen, so viele Yards geholt wie möglich und dann geslidet.
Dann hat man gesehen, was ich letzte Woche schon angetönt habe, Chemistry zwischen Corner und dem Murk. Das funktioniert wieder, hat wieder einen Touchdown gegeben. Zum Lütschen die 2 Jump Balls und Free Plays. Das ist das Gleiche, wie es auch schon angetönt haben. Man geht auf und holt den Ball. Lütschen macht das perfekt, schön im sogenannten Pylon Pass, in der Endzone auf den Pylon zielt. Und der Quarterback geht einfach, der Receiver geht einfach rauf und holen. Der Quarterback wirft einfach in die Zonen rauf, hinein dort, in die Endzone, auf den Upper Pylon, also das heisst, das Stängel, das dort ist. Und der Quarterback, der Receiver, hat natürlich, der Cornerback ist mit dem Rücken zu ihm, somit hat der Receiver die Advantage, kann rauf und kann den Ball holen. Sehr schöne Touchdowns, ich meine, mit seiner Erfahrung, der kennt das in- und auswendig. Es kommt immer besser, das Passspiel. Und die Verteidigung hat auch, wie gesagt, der Mara zwei Interceptions. Sehr schöne Interceptions übrigens. Dann der Riesenlauf vom Sassi heißt er. Ich weiß, nächstes Mal weiß ich, wer er heißt, ohne dass ich muss überlegen. Wirklich sehr schön und der Speed, den er hat, ist aber auch ganz schön blockt worden, wenn man das gesehen hat. Ja, impressive. Vielleicht nochmal schnell zu dem Pass auf den Lukas Lütscher. Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass die Broncos ein Freeplay haben und einen Touchdown machen daraus. Ist das etwas, was ein Quarterback muss können, dass er halt auch einfach die Defense kann Offside provozieren oder trainiert man das oder wie schaust du das an? Wie wichtig ist das für einen Quarterback? Das ist nicht nur für den Quarterback, das ist für die ganze Offense wichtig. Das ist sogenannter Hard Count oder Hard Call. Das trainiert man im Training, anstatt Ready Set Hat, sagt man, weil es Ready Set Hat oder so ist. Und dann kommt die Defense off und dann der Center sieht das, wenn er Defense Liner in die Neutral Zone kommt, snappt er gerade. Quarterback weiß, jetzt ist ein Free Play. Egal, ob es eine Interception gibt, was auch immer, sie kriegen den Ball wieder zurück. Jetzt kannst du ein Risiko eingehen, ohne Druck. Das ist eigentlich das Schönste. Das ist wie bei 7-on-7, wenn du keine D-Line hast, der kann einfach werfen, ohne dass etwas passiert. Also ist es eigentlich, kann gar nicht passieren, außer es wird nicht gefangen. Aber du kriegst den Ball wieder, du verlierst gerade auch nichts. Von dem her natürlich perfekt. Und man sieht sie üben, das schon, wie du gesagt hast, ist nicht das erste Mal, dass sie das gemacht haben. Und die Hard Counts muss man dann schauen, dass man da nicht reingeht. Die Line lernt, um auf den Ball zu schauen und nicht losen. Aber es ist ein paar Mal passiert, die Saison schon. Gut, Broncos sind damit, wenn man alle Matches zusammen in 3-1 die Saison. Gehen wir doch zu den nächsten nationalen Anspielen. Da gibt es nämlich auch noch ungeschlagene Teams. Ungeschlagene Teams haben keine gespielt. Aber Basel, muss man sagen, ist wieder zum Gewinnen zurückgekommen nach einer knappen Overtime-Niederlage. Sehr beeindruckender 16-7 Sieg gegen Bern. Du hast es vorausgesagt. Du bist an dem Spiel gewesen. Erzähl mal ein bisschen. Ja, ich war eiskalt, aber ich denke, ich muss bleiben, sonst sind dann die Leute hässlich, wenn ich heimgehe. Ich will lieber jetzt in Soleuno gehen, Whirlpool, nein, aber es war eine fahrende Partie gewesen, von beiden Teams, aber es hat immer wieder Highlights dazwischen gehabt. Es war zwar ein Sieg gewesen für uns, aber wir haben nicht so gespielt, wie es der Coach Wayne will und wie wir es können spielen. Wichtig ist natürlich am Schluss am Tag der W, aber trotzdem, Quarterback hat nicht so einen guten Tag gehabt. Stats sagen anders, aber das ist, weil er jedes Mal zum Fink wirft und der Fink einfach die Bälle holt. Aber wenn man es schaut, und ich bin jetzt aus neutraler Sicht, nicht aus irgendwie Gladiator-Sicht, und ich habe das gesehen, wenn links 2 Receiver frei sind, und das ist ein paar Mal so gewesen, dann wirft man nicht zum Cover der andere Receiver und hofft, dass er ihn fängt. Und weil er so gut ist, hat er einige gefangen, aber auch nicht alle. Und es sind trotzdem wirklich ein paar Mal Leute oft. Und Bo Coleman ist ein super Quarterback, wirklich. Er hat einfach nicht den besten Tag gehabt, er hat nicht das Feld nicht gelesen. Und ich habe das gesehen von oben. Also es hat wirklich ein paar Mal einfach Leute freigehauen und er schaut immer nur ein bisschen dort. Jedoch haben sie nicht stoppen können. Ich meine, er hat wieder seine Touchdowns gemacht. Cornerbacks haben immer Mühe gegen den René. Das ist wie beim Lütsch oder beim Sündi oder bei anderen Teams, beim Go-To-Guy. Aber deswegen muss man das einfach stoppen und dann muss man auf die anderen. Und das hat ein bisschen gefehlt. Bern hat eigentlich in der Offense, der Quarterback rennt einfach rum, hin und her und zurück und führen und dann 2, 3 schöne Spielzüge haben sie gehabt. Es ist ziemlich knapp gewesen, lang. Dann haben wir ein Field Goal gemacht, sind dann in Führung. Und nach dem Field Goal haben wir dann 2 Drives später einen Touchdown gemacht, also 2-Score-Up im 4. Quarter. Und das haben sie nicht mehr aufholen. Sie sind, wie gesagt, eigentlich nur 1 oder 2 Mal in den. Sie haben aber ein paar Field Goals verpasst. Sie sind, glaube ich, also ohne Gewehr, aber 3 Field Goals verpasst. Das sind natürlich auch wieder immerhin 9 Punkte, oder? Und
dann hätte das Spiel anders ausgesehen. Es war ziemlich physical gewesen, hard hitter, fair gewesen, aber es hat einige Banked-Up-Players nach dem Spiel. Es ist wirklich hard gehittet worden und schnell gelaufen. Aber es ist, wenn ich jetzt vergleiche mit anderen Spielen, ist es ein bisschen tieferes Niveau gewesen. Es ist halt auch die Kälte, gell? Das ist alles drum und dran, das ist dann schon hart. Und dann, ja, aber ein Sieg ist ein Sieg und Winterthur hat jetzt die erste Niederlage und jetzt sind wir 2-1 und gehen jetzt gegen Broncos. Jetzt haben wir eine Woche Pause und dann am Samstag in einer Woche haben wir dann gegen Broncos in Chur, was sehr schwierig wird. Jetzt Grizzlies, vielleicht nochmal sagen, du hast es ein bisschen angesprochen, hat man sich doch ein bisschen mehr erwartet in der Offense, gerade 7 Punkte. Eben, du hast gesagt, der Quarterback, so wie ich jetzt gehört habe, die ist nicht unbedingt so überzeugt, eben die Pässe ist sicher schwierig gewesen bei diesen Bedingungen, aber wie schätzt du sie jetzt ein nach dem Spiel? Also ich finde, das Passing ist nicht schwierig bei den Bedingungen. Es hat weder geschneit noch geregnet, es war einfach kalt gewesen. Und der Quarterback, nur wenn es kalt ist, muss er trotzdem mal Ball heben. So im ganzen Wintertraining ist es gleich kalt, aber dort weiss man, es ist Winter. Beide Quarterbacks haben nicht den besten Tag gehabt. Ich habe jetzt den Bayern Quarterback zuerst einmal live gesehen. Ja, er ist flink ist er. Aber seine Pässe sind jetzt nicht gerade, so viel haben sie nicht passt. Sie haben eine Running Offense mit ihren Running Backs und allem, aber es hat zwei Big Plays gegeben. Schlussendlich ist es aber nicht an den Big Plays gelegen. Es ist einfach an der Strategie auch gelegen. Also wir haben gewusst, wenn wir Druck bringen müssen. Also der Dwayne hat gewusst, wenn er Defense, wenn er es bringen muss. Er hat ziemlich kurz Game geholt. Und wie gesagt, es ist Verfahren gewesen. Also es ist nicht ein Burner von einem Spiel gewesen, wo jetzt die paar Leute, die dort waren, von der Sitz gerissen hätten. Das ist es nicht gewesen. Schlussendlich gibt es so ein Spiel, wenn man 10 Spiele hat im Jahr, es kann nicht jedes Spiel ein Highlight sein und in Overtime gehen und so. Und das kennen wir alles und das ist in jedem Sport so. Es gibt Spiele, wo einfach, muss ich sagen, zum Glück haben wir gewonnen, aber es war nichts Grosses gewesen. Okay, gut, schauen wir noch das dritte Spiel an. Das war das Keller-Kinder-Duell zwischen den Luzern Lions daheim gegen die Winterthur Warriors. Es ist da zu einem 34-21 Sieg von den Warriors gekommen. Und ja, was man so sieht, die Lions, ja, das ist wahrscheinlich das Spiel gewesen, was hätten müssen, sollen, wollen, unbedingt gewinnen, oder? Was ich nicht ganz draus komme, und ist, ich kriege eine WhatsApp von einem Coach von einem anderen Team und sagt, ich soll mal das Lions TV anschauen. Dann schaue ich das Lions TV an und dann ist der Coach von Luzern, der Head Coach, und sagt, wir haben gegen Chur 10 Leute in Luzern gelassen. Einfach, weil wir wissen, wir haben Winterthur später. 10 Leute, das hat er live gesagt im Lions TV, die haben so eine YouTube. Und ich habe gesagt, er hat eine Message gekriegt, dann habe ich das mal angeschaut und denke, wieso würde man 10 Leute heimlassen, um nachher gegen Winterthur spielen? Das macht schon keinen Sinn. Du gehst in jedes Spiel to win the game, oder? Sie werden ihre Gründe haben und so, und schlussendlich hat das nicht ausgezahlt, die Strategie, oder was auch immer das genannt wird. Luzern, habe ich ja gesagt, ist ganz klar das schwächste Team in dieser Liga. Das hat es jetzt auch bewiesen mit dem Sieg von Winterthur. Daheim verloren. Ich habe es nicht gesehen, nur das Resultat gesehen. Aber Winter ist wichtig für Winterthur, dass das jetzt gewonnen. Das haben wir ja noch gesagt. Das ist ein Win or Break für die Saison, dass wir es gewinnen, und sie haben es gewonnen. Ja, und jetzt muss man schauen, wie es weitergeht gegen die Top-Teams. Aber ich hinterfrage mich dann schon ein bisschen bei der Luzern die Strategie. Ich weiß nicht genau, was dahinter steckt, aber das hat er so gesagt, er hat 10 Spieler daheim in Luzern, die auf Kurs sind, einfach, dass sie gegen Winterthur dann parat sind. Das muss man mal erklären, was das für eine Strategie ist. Okay, und von dem Spiel haben wir ein paar Highlights. Die Lions sind optimal in das Spiel gestartet, sind 7:0 in Führung, hätten nachher auch die Chance gehabt, zu erhöhen, dann nach einem Fumble von den Warriors überhaupt Ballverlust. Ein bisschen das Problem von den Warriors im Keller-Kinder-Duell. Da war ein zweiter Fumble nach einem grossen Rundgewinn bereits und später auch noch ein dritter Ballverlust. So haben es die Warriors unnötig spannend gemacht. Luzern im dritten Viertel sogar 14:13 in Führung, dann aber sind die Warriors davon gelaufen mit ihrer Offense. Da der Ausgleichs-Touchdown zum 7:7 durch den Pascal Rüegg. Und so wie die Lions noch wacker dagegen gehalten haben, hier noch einen schönen Anschluss-Touchdown. Am Schluss aber ein ganz klarer Sieg für die Warriors, unverdient in dieser Höhe.
34:21 der Schlussstand und die Warriors damit zumindest einigermaßen in Tuchfühlung mit den Playoff-Plätzen. Für die Luzern Lions hingegen dürfte es wieder eine lange Saison werden. Gut, schauen wir doch in die Nationalliga W. Auch dort hat es ein paar spannende Spiele gegeben, oder überraschende Spiele vielleicht auch. Eins, wo, ja, hat man so vielleicht nicht erwartet. St. Gallen Bears verlieren daheim gegen die Bienen Jets mit 3:28. Du kannst froh sein, hast du nicht müssen Nazi B tippen, oder? Ja, Nazi B ist ein Wundertyp. Zuerst schlägt St. Gallen Aarau daheim. Dann verlieren sie gegen Biel und zwar hoch, ohne Chance. Ich meine, ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Das ist überraschend, weil Biel hat ja auch Schwierigkeiten in dieser Saison. Und dann können sie dann mehr oder weniger gewinnen vom Resultat her einfach gegen St. Gallen. Also dort tippen, das wäre sehr schwer, dann hat sie weh zu tippen. Aber ja, Biel ist wichtig, der erste Sieg jetzt mal eingefahren und jetzt ist dort auch wieder alles offen. Also Zürich langsam weggefahren mit ihrem Sieg. Sie haben gewonnen gegen... In Argovia. In Aarau, genau, haben sie gewonnen. Auch am Samstag war das. Ja. Und das zeigt jetzt, dass Zürich langsam weg vorne dran und jetzt muss man warten, wenn Zürich-Thun spielt. Das ist eigentlich das Spitzenspiel in der Nazi B, ob dort Zürich mitheben kann. Und dann kommen dann noch die Whoppers, die dann irgendwie auch noch mitmischen dort. Zwischen St. Gallen, Biel und Whoppers ist ungefähr der gleiche Level, sage ich jetzt einmal. Und dann Zürich und Thun ist halt schon mal weg, oben weg. Und dann ja, sehen wir die nächsten paar Wochen, was dort genau geht. Okay. Gespielt wurde ist auch in der Liga C. Wir schauen hier auf die Ostgruppe. Eine Sache, die auffällt, Langenthal feiern ihren ersten Sieg in einem Ernstkampf, und zwar mit 50:7 gegen Solothurn Ducks. Aber es ist ja nicht so eine ganz neue Mannschaft, ist es ja gleich nicht. Es ist schon, eine Mannschaft ist eine neue, aber also beide Mannschaften sind neu. Langenthal hat aber schon einiges an Erfahrung drin. Das haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Eben Ex-Basel-Quarterback, der Freiburger Christian Quarterback ist dort Offense-Coordinator und der Quarterback. Dann Berner O-Liner, der jahrelang in Bern gespielt hat, in der Defense ein paar. Von dem her haben wir 50 Punkte ansetzen gegen zwei neue Teams und ein macht 50-0. Langenthal hat auch eine super Vorbereitung. Die haben gegen St. Gallen gespielt und die haben sonst noch Match gemacht. Am Weihnachten, am 23. Dezember, oder 22. Dezember, haben die noch gegen St. Gallen gespielt, 2 Tage vor Weihnachten. Muss man sich das mal vorstellen, das hätte es früher nie gegeben. Für die muss man rechnen in der Zukunft, nicht gerade jetzt, aber in der Zukunft, oder muss man dann rechnen. Midland Bouncers haben auch gewonnen, die sind einfach Favoriten. Aber die grosse Überraschung ist Schaffhausen, die gegen Rebels gewinnt. Und sind 3:0 jetzt? Sind 3:0. Sie sind mit 21 Leuten gespielt, Schaffhausen. Es hat keinen einzigen Offense-Touchdown gegeben, das war für die Defense gewesen. Und das andere war ein Field Goal gewesen. Also, ich weiß nicht, was dort passiert ist, aber Schaffhausen ist jetzt plötzlich im Rennen. Rebels sind ein Favorit gewesen und sie haben die Rebels geschlagen. Jetzt bin ich mal gespannt. Nach Ostern spielt Bouncers gegen Lugano. Das sind eigentlich die zwei Favoriten gewesen. Und dann sehen wir, was dort läuft und wie sich Schaffhausen weiterentwickelt. Also auch in der Nazi C, außer den Neuen, die wirklich Mühe haben, sind eigentlich die Etablierten, wo es die Tat angeben. Gut, schön, dass es dort dann auch spannend ist. Ja, auch in der U19 ist gespielt worden. Du als Head Coach hast einen schönen, sage ich jetzt mal, 35:0 Sieg gegen den amtierenden Meister. Bern Grizzlies sind in Schwierigkeit, aber trotzdem Hut ab, gratulieren. Was kannst du zu dem Spiel sagen? Ja, erstmal ist 36:0, das haben sie falsch kommuniziert. Ja, es ist Bern ist ein junges Team. Sie haben halt viele Abgänge und sonst noch Sachen. Aber das hat jeder, das muss ich nicht jede Woche sagen, das hat jeder. Es gibt einfach keine Excuses. So. Wir haben okay gespielt, auch nicht das, was wir wollen, so alles durchgesetzt, wie wir wollen. Coming from a Bye Week ist immer schwieriger. Ein Spiel kann zuerst eine Bye Week und dann wieder ein Spiel. Jetzt haben wir 5 Spiele nacheinander. Aber irgendwie mit einem Rookie Quarterback, der wirklich im zweiten Spiel wieder gemacht, sehr gut gespielt hat. Der Sven Rippel hat Safety und Receiver gespielt, hat 2 Pick-6 gemacht und einen Touchdown in der Offense und nachher hat er die Hamstring gerissen. Das ist halt auch Pech und das ist Next Man Up. Ich sage immer so, es tut mir leid für ihn natürlich, aber das ist der Sport, ist Next Man Up. Und jetzt muss der nächste Grund zeigen, dass es kann. Bern ist jetzt 0-3, 0-4. Haben Thun am Ostermontag, dort müssen sie gewinnen, die Junioren, sonst wird das sehr, sehr schwierig.
Was ich zum Spiel noch sagen muss, ist auch wirklich kalt gewesen. Und für die Junioren, die auf der Seitenlinie sind, die sind sich das noch nicht so gewöhnt, die sind noch nicht so eingespielt wie First Team, die sind mit kurzärmelig gewesen, sind fast verfroren und so, aber so lernt man. So lernt man auf beiden Seiten, sind es dort gewesen und die halt nicht reinkommen, die stehen halt auch bis so Stunden draussen, gell? Ja. Und wenn du kein Pullover oder so hast, sieht man das Unerfahrenheit. Ja, absolut. Unerfahren sind auch die Luzern Lions, aber sie hängen tough, sage ich jetzt einmal. Eben, du hast schon gesagt, sagen wir jetzt bitte das nicht jede Woche, aber 6:27 Niederlage gegen Vinti, respektabel, muss man sagen, oder? Das ist respektabel, ja. Und sagen wir es nicht jede Woche, nein. Das ist wirklich respektabel, aber vielleicht langsam hat man das Gefühl, dass Luzern das Ganze ein bisschen downplayed hat. So wie die, klar, haben sie gegen Genf, das ist Genf. Da habe ich jetzt schon vorbereitet für das Spiel, das ist erst in 4 Wochen. Aber vielleicht haben sie es auch ein bisschen downplayed oder die Spieler haben sich einfach so motiviert, dass es geht. Sicher ist es wieder eine Niederlage, aber ja, Hut ab von Luzern Juniors, muss man sagen. Mhm. Gut, tun wir doch an dieser Stelle mal noch über etwas anderes reden. Glenn Chase, the Swiss Football Federation, was approved by the EUNES, like the federal organization for sports in Switzerland last year. Can you say already what's the status of this situation right now? Yeah, sure. It was a long-standing battle. They had, of course, put a moratorium on all new sports coming into recognition for financing. We sent a letter to them. We explained our position and why we wanted to be included in this, in this pool of potential money. They took it to a vote last year, roughly around June. They finally approved it and accepted new sports coming in. And of course, SAFV with American football was one of the few sports that were able to get the foot into the door. So now, just today, in fact, I received a mail from Maglingen. Just to expand on some of the things that we're doing in American football for the youth in Switzerland. So something I haven't had a chance yet to read through, but we do need to reply to them before the end of April. So we've got a week or two or so to get it together and get it back to them. So we're hopeful. It looks quite promising for SAFV and all of the people involved in the organization. So we're looking good on it. We're hopeful. Okay, we talked a couple of weeks ago about coaches in Switzerland, and you were talking about Federation is planning to do some coaching certificate or something like that. Mm-hmm. Can you explain maybe what's going on there? Yes, sure. This is one of the things that I've been really quite pushing, let's say. For us, it seems to be that we have a lot of people that are doing volunteer work in the organization, and it's a good thing. It's a great thing for the people who are involved in our sport. But I kind of get the impression that we're doing a lot of things independently and not, using our efforts to synergize and make it better for the league as a whole. So one of the ideas that came up, I'm not saying it's my idea, but it's an idea by a lot of the people that were, involved in American football, is to put together a coaches, kind of a certification for coaches that's recognized by SAFV. And by that, I mean that we have a standardized platform that all of the coaches and trainers can be involved in. And for their involvement and accomplishment, we would recognize them as an official, SAFV coach. So that's one of the things that we also look towards Jugendsport. There's a kind of like a 4-pillared approach to this, and that's coaching is coaching. There's a lot involved in it, and there's a lot of things that people don't realize when it comes to coaching, and that is that most often the people who are coaching, who are doing the training on the weekly basis, also in the games, these are the first people who have contact with the players, like a first responder. So what we want to try to do is get a medical training behind them, for things such as concussion protocol, nutrition, these kind of things that, when you have injuries or something, the coaches are there on the field as a first responder. Of course, we have the medical crews there as well. But
during practice, we don't have always medical crews available. So these coaches need to recognize, what is dehydration, what is overexertion, what is, to recognize concussion or injuries, if it's a serious injury or if it is something that can be taken care of, by the family doctor, or do we need to take this person straight away to the hospital? Those kind of things we want to get our coaches certified with, and recognizing that, hey, you guys are there on the field, you are the first responders, you see the players, you know your players, and you have to also recognize, some of the symptoms that help, for the health and safety of the players. So we want to do that as one of the four pillared approaches. The other thing that we want to do is for Jugend and Sport, especially as well as Swiss Olympic, is the ethical training behind it. What can you do in terms of a coach to a player on the field? What you should be doing, what you should not be doing, perhaps. We're all, people get caught up. It's an emotional game. It's a very fast-paced, moving game, and sometimes emotions get the best of us. From an ethical point of view, we want to be able to say the right things to the player. We want to be able to stay calm, cool, and collected, and guide our players to recognize that, hey, taunting is not acceptable. Everybody who is a football player is part of the football player family. They're like your brother. Take care to them. So we want to get our coaches advised and up to date on what can and cannot be done on an ethical point of view. Of course, coaches and coaches training, it's not just that you go out and you run and you put a few plays in. You have to be able to structure your training program. You have to be able to say, for these type of plays, what are the mechanics that need to be prepared for? What do I have to prepare my players to do in order that they can achieve success in designing this particular play, for example? So we want to be able to get our coaches structured training with a bunch of professional people that we have available. Don Clemens, for example, is willing to help SAFV on this accord. Just have the coaches, design an effective practice. We have limited time to practice, so we need to make the most of the time that's available for the people that are there at the practices. So structured practices, doing the right type of things, showing the players how to make a proper tackle, how to, properly fall when you get hit and knocked to the ground. These are small things and mechanical things that really could take this league to the next level. And of course, the last of the four pillars that we want to do is get our coaches NCAA qualified on the rules that are current. The proposal is to send the coaches to the referee training courses. They're held every year in the month of February. Get them to D-license courses, maybe a condensed version of it, just so that they're up to date on what are the current rules, not rules of American football when I played, 500 years ago. So we want to get the coaches up to speed on what's allowed, what's, what the rules are saying, and how to implement those rules into our training programs, how to understand the ethical point of view on how to get our players motivated, and of course, the health and safety factors behind the medical training that we want to provide to all of our trainers. And with those four pillared approaches, we think, as a bunch of us, we think that this would be sufficient in order to present to people like Swiss Olympic, like Jugend and Sport, to say this is what we're doing to help grow our sport, to protect the people who are participating in our sport, to give the parents ease of mind to know that we are there to help make sure that your child comes home, healthy again, after practices or after playing. So we want to do all of those things to kind of help augment the league as a whole, and by using all of these things together, getting everybody involved in the same kind of a platform, I think that, we have the potential to grow exponentially in terms of raising the bar to the next level. So, great bunch of people. We got Larry Legault, we got Haro Stadler from Vienna, we've got Christian Marzecki from Thun. We've got quite a few people who are involved in this initiative, helping to put this thing together, trying to get a format so that we can present it to the Delegatenversammlung when we come out there in November of this year, and get the presidents to sign up on board to say, yes, we're going to support this 100%. So we're hopeful. Ja, Robin, die I&S-Geschichte ist sicher super für den Football, und dass man jetzt in Coaches-Ausbildung investiert, ist für dich wahrscheinlich auch etwas Positives. Das ist sicher positiv, ja. Vor allem
American Football sollte schon lange beim Jugend- und Sport sein. Vor allem, wenn man schaut, wie viele Junioren, für die wenigen Teams, die wir haben wir doch einiges an Junioren. Und die müssen einfach weitergebildet werden. Und wir haben gute Coaches in der Schweiz. Ich rede jetzt nicht von den bezahlten Coaches, das ist ja von denen, das ist ihr Job. Aber sonst haben wir wirklich gute Coaches. Coach John von Bern, dann die von der Fee von Aarau, möchte ich mal ein paar erwähnen, machen wirklich einen super Job. Alle. Ich zähle jetzt nicht alle auf. Winterthur auch alle. Es ist Zeit, dass wir Jugend und Sport machen, dass man da rein kann, dass man auch kann, es geht nicht nur ums Geld. Einige, bei denen geht ums Geld, weil Jugend und Sport gibt Geld. Man kriegt für jedes Spiel so und so viel Geld, irgendwie so geht das. Aber für mich ist es wichtig, dass man ausbildet wird. Ich bin auch schon in Macklingen an Trainerkurs, allgemein Trainer, wo auch Fußballtrainer sind, Hockey, alles, an so Weiterbildungen. Es ist wirklich spannend und wenn man das kann aufs Football beziehen kann, ist es natürlich super. Und auch, es ist auch noch eine Idee, um auf Deutschland zu gehen oder Österreich, um dort Lizenzen zu machen. Das finde ich ein bisschen blöd, also nicht blöd, ist super, dass man die Convention geht, aber wenn man jemanden zwingt, um das zu machen, ich meine, wir haben alle doch ein bisschen Erfahrung, ich meine, der von Aarau sind auch schon in Amerika College Internships machen und viele andere Coaches von anderen Clubs haben das auch schon gemacht. Und wenn man jetzt da wirklich einfach auf Österreich oder Deutschland geht und dann kann sagen, ich habe jetzt da baden-württembergische den braucht es nicht. Ich meine, es gibt ein paar Coaches in der Schweiz, die einen NCAA-Pass, Coaching-Pass, muss man jetzt wirklich darüber gehen. Ich rede von Schweizer Coaches oder so, muss man jetzt das machen. Aber es ist eine gute Idee und vor allem als Jugendsport, dass man es wirklich vorher drüber reden. Mhm. Gut, ich schulde dir noch eine Antwort. Und zwar, du hast mich letzte Woche herausgefordert. Wer ist der Backup-Quarterback? Darf ich raten, bevor du sagst? Ja, wenn man lange darüber nachstudiert, kommt man, glaube ich, schon drauf. Ja, also ich habe es auch überlegt. Und dann habe ich die letzten 3 Jahre ist der Coach Buffum auch U19-Coach gewesen, was er jetzt auch nicht mehr ist. Und sein Quarterback ist der Severin Moore für 3 Jahre lang. Dann habe ich mir gedacht, zählen wir 1 und 1 zusammen. Der ist im Team, der Alex ist im Team, wo alle Schweizer Meister sind mit U19 und der Alex sogar undefeated Season als Quarterback. Aber das ist schon eine Weile her. Severin hat, glaube ich, 2 oder 3 Jahre unter dem Buffum gespielt, somit ist der Severin. Das gibt eigentlich fast noch einen extra Bonuspunkt. Völlig richtig kombiniert. Severin Murg wird der Backup-Quarterback sein und ja, hoffen wir, dass er nie als Quarterback spielen die Saison bei den Broncos. Ja, wenn es mal sehr hoch ist, wenn es mal hoch hinten drin sind genau. Oder hoch führen. Hast du ihn selber gefragt? Nein, ich habe den Coach Buffum gefragt. Eben, hast du den Buffum gefragt und er hat dann gesagt, Severin? Ja. Okay, ja. Genau. Ja, hoffentlich passiert das nicht aus, wenn sie mal wirklich hoch in Führung sind und so, aber auch dann. Ich meine, aber es ist eigentlich logisch, wie gesagt, die letzten 3 Jahre, der kennt genau, wie er spielt, wie er macht und dort. Ja. Aber man weiß nie. Vielleicht hat er jemand anderes rein da. Er ist selber auch langjähriger Quarterback, hat 2-mal den Euro-Ball gewonnen mit Schweizer Raiders, weiß ich nicht was. Vielleicht hat er sich umgezogen, der Coach Buffum. Genau. Nein, der Severin ist es, aber ich hoffe, dass er seine Supersaison, die er auf der Receiver-Position hat, kann fortsetzen. Das erste Mal möglicherweise schon Montag, vielleicht. Wir kommen nämlich schon zu der Prognose. Es ist nur ein Spiel das Wochenende, dafür das Spiel. Gut, ihr spielt natürlich auch, das dürfen wir auch gerne erwähnen. Am nächsten Montagmorgen am 11 Uhr gegen die Broncos in einem Non-League-Game. Vielleicht ganz kurz, warum machen wir das? Warum wir das machen, ist, wir sind an der DV, wo wir die League gegründet haben und so. Haben wir gesagt, wir haben nur 8 Spiele statt 10, wegen der neuen Constellation, die es gibt. Und dann hat der Coach Buffum auch gesagt, los, die Jungs spielen noch Football, weil es Spaß haben. Und meine auch. Aber auch hart arbeiten. Ich meine, wir haben 3-mal Trainings mit Quarterback, haben 4-mal Trainings in der Woche. Und es ist einfach schade, wenn man dann einfach wieder dabei hat. Und sie sind schon bei, jetzt nochmal dabei. Kann man doch auch so Spiele organisieren. So wie wir mit den GFL Juniors gemacht haben, wir sind 3-mal auf Deutschland. Und dann habe ich gesagt, ja super, dann habe ich gesagt, ja, kommen wir doch auf Kur am Ostern, wenn wir schon Ostermontag. Und dann spielen wir ein richtiges Spiel mit Schiedsrichter und allem drum, das gibt einfach keinen Punkt. Und dann habe ich meine Captains gefragt, die haben mit dem Team geredet und es ist eigentlich zu 0 gewählt worden, dass wir alle gehen. Ein paar von meinen Spielern haben auch verzichten jetzt auf die Osterferien und alles, aber sie wollen Football spielen, oder? Jetzt, wenn wir wieder dabei hätten, dann wir hätten ein Spiel gehabt, ein Spiel und wieder dabei.
Somit geht das Ball weg. Aber wir werden noch voll kommen, als wäre es ein Elite-Game. Das heisst nicht, wir kommen jetzt da und lassen U16 spielen oder so etwas. Wir kommen zum Gewinnen. Auf Deutsch gesagt, ist klar. Zum Gewinnen und zum besser werden. Und Ostermontag ist immer schön zu Kur, zu spielen. Die Heimfahrt ist ein bisschen blöd, wenn alle heimgehen. Aber von der Ferien, weißt du, von der Osterferien am Montag, aber das ist uns gleich. Kur ist einfach lässig zum Spielen. Egal ob Junioren oder First Team. Natürlich First Team mehr, aber Junioren, alle meine Jungs haben gesagt, Kur ist der Lieblingsort im Auswärts, weil eben schon alleine die Atmosphären und Dinge, die haben auch eigentlich schon Zuschauer bei den Junioren-Match-Mix. Und es war immer fair zu spielen, es ist ein gutes Team. Und weil wir sie jetzt nicht mehr in der Saison spielen, wir hätten das gar nicht gehabt, haben wir gefragt. Und dann natürlich, weil ich auch Churer bin, ist natürlich für mich auch schön. Dann kommt meine Familie und alles, das kommt auch noch dazu. Und dann gehen wir nachher noch Schokohasen essen nach dem Spiel. Okay, und die Broncos versprechen auch einiges. Es gibt ab dem 11 Tailgating hinten auf dem Parkplatz. Man versucht da das ein bisschen Amerika-Style-mäßig zu machen. Absolut cool, oder? Und dann kann ich meinen Assistent sagen, sie sind Coach und ich gehe hin auf den Parkplatz für Tailgating. Wenn sie um 11 Uhr anfangen, das werde ich machen. Das ist eine gute Idee, muss ich einmal mit meinen Assistant Coach reden. Sie werden immer eine Chance, mal ein Play-Calling machen, jetzt können sie es machen und ich gehe hinterher. Hinter ein Steak essen. Und holen mein Kohlen ab bei dir. Ja, genau. Du, wir haben eigentlich von etwas anderem geredet, und zwar von der Prognose. Du hast letztes Mal gesagt, dass Genf gewinnt. Du hast recht behalten. Ja, eben, es ist aber auch etwas passiert. Gerade jetzt letzte Wochenende bei den Broncos, hast du auch schon angesprochen. Ja, dein Call für das Spiel? Ich habe aber auch schon immer geholt, man kann nicht auf Kur und gewinnt. Das habe ich auch gesagt. Ja. Vor 2 Wochen habe ich es gesagt, und das sage ich auch jetzt, man kann nicht auf Kur und gewinnt. Vor allem mit den Leuten, die sie jetzt haben, und sie kommen, ich weiß nicht, wer jetzt spielt und nicht, aber letztes Mal in Genf haben sie eine viel stärkere Mannschaft gehabt, das haben wir auch schon alles besprochen, und haben mit 2 Punkten verloren. Die Broncos haben ein brutales Running Game mit dem Hanold, Sassi, Raget und der U19 Junior plus der Mugwiller ist auch immer noch dabei. Man hat gesehen, sie laufen viel, es ist die O-Line und dann kann man noch passen. Sie können Run first und dann passen und dann haben sie eben den Corner. Für mich ist das eine klare Sache, Broncos werden gewinnen, die verlieren daheim nicht. Und zwar mehr als 2 Punkte, wie es in Genf war. Es wird natürlich nicht so klar wie gegen Luzern, das kann ich auch voraussagen. Aber ich glaube fast, es gibt 2 Touchdowns. Also 10 bis 14 Punkte Unterschied Sieg gibt es für Broncos. Gut, das ist dein Call. Und wenn es gelingt, werden das die Stängeli sozusagen, der 10. richtige Tipp. Wir werden uns sehen am Montag. Ob es Goal gibt, schauen wir dann noch. Das heißt, jedes Mal, wenn wir es cool sind, wir sehen uns noch. Und dann, wenn ich anlaufe, laufst du weg, als würdest du Interviews machen und Sachen. Ja, ich muss ja schauen, dass du da beim Skype Showdown dabei bleibst. Oder? Also, wenn du das Goal zahlen, dann hast du es vielleicht gesehen, oder? Ja, dann können wir es jede Woche besprechen wegen dem Goal. Und die Leute regen sich langsam auf. Ich bin letztes Mal zum Parkplatz gelaufen nach dem Q-Match und dann hat mich jemand gefragt, hast du das verdammte Goal endlich gelernt? Und ich gesagt, nein, immer noch nicht. Gut, der Herr Geschäft ist auch gekommen und hat gesagt, jetzt ist es langsam Zeit, dass er dir das Goal gibt. Das ist genau. Also wenn der Robin, wenn der Coach Haas jemanden sieht, am Montag zahlen dem Mann bitte ein Goal, dann muss ich nicht mehr. Nein, sonst muss ich 700 Goal trinken. Nein. Ich bin froh, dass ich so gut tippe. Das ist auch Glück. Ein bisschen Glück ist immer dabei. Aber es ist doch einiges auch zum sehen. Man kann es ja selber ausschätzen. Ein bisschen. So wie bei Winterthur Luzern ist es natürlich schwieriger zum Tippen und Ding, aber wenn jetzt zum Beispiel Broncos gegen Luzern spielen oder Basel Winterthur, habe ich auch gesagt, das ist ein bisschen höher. Also das kann man eigentlich schon, wenn man ein bisschen Ahnung hat von Football und ein bisschen Schweizer Football verfolgt, kann man das eigentlich schon selber tippen. Und es hat mir auch noch jemand gesagt, er sei ja auch perfekt beim Tippen. Okay. Also bin ich der Einzige. Ja, aber das sind so Games wie Genf gegen Broncos, auch Basel, Bern jetzt vom letzten Wochenende, auch Luzern, Winti vom letzten Wochenende, die hat man also, so eindeutig ist das doch nicht im Vorfeld. Nein, es hat nicht. Aber zum Beispiel der Kevin Koch, der Ex-Broncos-Spieler, hat mir geschrieben, er hat auf Broncos tippt dieses Wochenende, somit ist er 10-0 und hat mich überholt. Okay. Also hat er mich eigentlich überholt und dann habe ich gesagt, gut, dann kannst du Skype Showdown machen nächstes Mal. Also sie sind da wirklich am Verfolgen wegen diesen Tipps und die haben ja da mein Paket gemacht heute. Also, nein, aber
Ostermontag cool, das ist sicher lässig für die nicht wegreisen. Tailgating, wie du angesprochen hast, hinten dran. Und wer will, kann natürlich noch U19 schauen, dann hat man 2 Matches. Ist immer lässig. Und eine Woche später, dann kommen wir nochmal mit den Gladiators Seniors dann am Samstag. Aber dann, also, das ist ja, was heisst eine Woche später? 5 Tage später. Richtig. Also ich werde sehr viel in Kurs sein. Ich komme nach Hause und natürlich Familie besuchen. Dann muss ich zurück wegen Walkthrough und dann nächsten Tag wieder. Also ich bin 3 Tage zu Kur, dann Walkthrough und dann wieder auf Kur. Also ich fahre eigentlich nur auf Basel wegen Walkthrough, aber ja, das ist Coaching. Dann bist du dafür wieder mal ein bisschen in der Sonne, oder? Ja, gut. Ja, und frische Luft. Und frische Luft, klar. Ja. Gut, Coach, danke vielmals und alles Gute und wir sehen uns am Montag. Wir sehen uns am Montag. Coca-Cola. Ciao zusammen.